Freunde, ein neuer Tag beginnt. Wir gehen jetzt mal wieder ins Barrio. Man erkennt es hier schon wieder am Wellblech. Da hinten ist der Amazonas zu sehen. Mal gucken, was uns erwartet. Lasst doch gerne ein Like da oder ein Abo. Support your local HSV-Traveler. Support ist kein Mord, lasst ein bisschen Liebe da. Wurden eben schon angesprochen. O Hamburgo, Hamburgo, Duero, Duero, Paolo. Ja, sí, claro. Schon lustig. Die Leute sind hier alle nett. Selbst in der letzten Gegend. Ne? Also es ist schon gut. Es ist extrem heiß. Ich weiß, das sage ich oft in den Videos, aber es stimmt doch einfach. Ich tropfe hier. Das kann man sich nicht vorstellen, wie heiß das hier ist. Ich glaube, wir kratzen an der 40-Grad-Marke. Von der Luftfeuchtigkeit will ich gar nicht erst reden. Gestern Nacht war noch schwerste Unwetter hier. So ein Gewitter habe ich auch in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. So, wir gehen einfach mal runter. Ja, ist gut hier, ist gut. Wir gucken mal. Mal gucken. Gucken einfach mal, was hier passiert. Einfach mal gucken, was passiert. Auf jeden Fall werden wir angeguckt. Das ist schon mal was ganz Gutes. Man fällt auf. Wir gehen hier einfach mal ein bisschen rauf. Hola, amigo. ¿Qué tal? Hola. So, wir sind hier mitten im Barrio drin. Hola, amigo. Alle freundlich. So viele Touris sehen die ja auch nicht. Guck mal, hier seht ihr schon das Wasser, das würde sonst hier bis oben stehen. Würde sonst bis oben stehen. Buena, hola. Also ein bisschen merkwürdig fühlt sich das hier schon an, hier durchzugehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das soll auch nicht falsch rüberkommen. Ich will mich hier nicht an der Armut ergötzen oder sonstiges. Ich will euch einfach nur mal das zeigen, was ihr selber in der Regel nie sehen werdet. Ja, das ist schon. Aber hier sieht man das. Das Wasser steht sonst deutlich höher. Ist noch alles ziemlich nass vom Regen gestern. Aber wie ihr seht, hier sind 2 Fußballtore. Gespielt wird überall. Schon sehr beeindruckend. Ich wollte schon immer mal hier hin. Das Tor zum Amazonas. Verrückt. Hola. Buena. Buena. Alle sehr freundlich, sehr aufgeschlossen hier. Exactamente. ¿Tú? No, Paolo. Paolo, sí, muy bueno. Sí. Muy bueno con el balón. Ja, ja, Sí, claro, exactamente, ja. Hamburgo, Paolo, que es pero muy famoso acá. Claro, Muy famoso acá en el Perú. es una bien. ¿Y qué hacen por acá? ¿Paseando? Sí, solo mirando un poco. Ah, qué bueno. Es muy. El agua. Er fragt, was wir hier machen. Ja, wir laufen einfach mal ein bisschen rum. Ich bin ein bisschen unentschlossen, ob ich jetzt hier längs gehen will oder erstmal da hinten ans Ende. Ich glaube, wir gehen einfach mal da hinten ans Ende. Ahora sí. Sí, muy cerca está. Todito esto. Todo. Puro toda agua. Er sagt gerade auch, was ich schon gesagt habe, das steht hier bis oben hin. Man sieht das ja auch hier tatsächlich an diesen Holzpfählen.
Bis oben steht das Wasser teilweise. So, mein Bruder quatscht noch ein bisschen. Ich gehe hier einfach mal längs. Ich will euch nicht langweilen. Aber da hinten endet die Reise, glaube ich schon. Dann gehen wir gleich einfach mal über die Holzpfähle hier, über die Holzbretter und gucken mal, wo wir hinkommen. Lasst mir gerne ein Follow da und ein Like und einen Kommentar, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Es wird noch sehr viel mehr kommen. Ich habe zwar erst spät angefangen zu filmen, ich habe aber schon über 100 Länder bereist. Und jetzt machen wir mal die Länder, wo sonst keiner hinfährt. Ja, hier ist Ende. Hier sieht man schon den Nebenarm eines oder beziehungsweise des Amazonasflusses. Und Müllberge natürlich. Ist immer traurig, ne? Traurig. In den schönsten Orten der Welt. In den schönsten Orten der Welt. Es ist leider sowas von dreckig. Traurig, traurig. Die Welt hat so viel mehr zu bieten als das, was wir kennen. Hier wohnt wohl keiner mehr. Falls ihr das andere Video auch gesehen habt, wie wir über den Fluss gefahren sind. Manchmal hat der Sound leider geknackt, das liegt an dem Mikrofon, was da mal wegen Windunterdrückung von dem vorderen auf das hintere Mikro schaltet. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Aber so ist das halt, es ist authentisch, es ist auch hier jetzt keine High-Quality-Aufnahme, keine Megaproduktion. Es ist einfach so, wie es ist. Raw, einfach so, wie es ist. Aber ich bin auch kein Freund von einem externen Mikrofon, das mag ich alles nicht. Also muss man das irgendwie in Kauf nehmen, ne? Aber wer weiß. Mein Bruder quatscht immer noch. Y volvió después de 35 años, volvió acá a Iquitos. Ja. Y me encontró a mí grande, con hijos. Sí, claro. Ich glaube, das Gespräch geht hier noch ein bisschen länger. Ich mache hier mal kurz einen Schnitt. Wenn es weitergeht, bin ich wieder auf Sendung. So, das Gespräch ist beendet. Haben uns hier noch sehr freundlich unterhalten. War sehr begeistert über unsere Größe, weil die hier sehr klein sind. Wir gehen hier einfach mal über diesen Wackelsteg. Und wie gesagt, das steht hier sonst alles. Sieht man das auf dem Video, wie das hier wackelt? Gott verdammt, Alter. Und in der Regenzeit, wenn es richtig viel regnet, dann steht das hier extrem hoch. Also das steht hier, naja, so hoch wie die Schnellsten sind, so hoch wie die Bretter hier sind, so steht das Wasser. Das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist so. Die chillen hier alle, die Leute. Also das ist schon sehr geil hier, das ist sehr geil. Ich hoffe, der Hund lässt uns da in Ruhe. Ja, lass uns mal aufhören. Der Hund gibt mir da kein Selbstvertrauen. Buenas tardes, señora. Buenas. Ach, da passiert nichts, komm. Hm? Ja, die Hunde sind ein bisschen aggro. No tiene, no. So, ob der uns in Ruhe lässt, der Hund. Ganz entspannt bleiben. Ganz entspannt bleiben, Diggi. Das ist dann der End, oder? Kommen wir da runter? Digga, ich weiß das nicht. Ich war hier noch nie. Alter, es wackelt alles. Alter Schwede.
Gott, steh mir bei. Das sind leider. Alter, wo bin ich hier? Ach du Scheiße, das hält doch nicht lange. Ich wiege doppelt so viel wie die Peruaner hier. Gottverdammte Kacke. Da gehst du nicht rein in das Haus, Digga. Kann man durchgehen, glaubst du nicht? Nee, hier ist eine Leiter. Nee, Lass uns am besten zurückgehen, ich vertraue ihm halt nicht. das ist Sackgasse. Das ist Sackgasse. Wollen wir nicht im Wohnzimmer. Buenas. Wollen wir nicht im Wohnzimmer stehen bleiben hier. Man wird hier aber auch überall beobachtet. Und die Bretter hier, die machen auch keinen guten Eindruck hier. Alter. Ich weiß ja nicht. Das ist pure Handwerkskunst hier, wie die das zusammengeknüppelt haben. Wie das hier wackelt. Also das sieht man definitiv nicht auf dem Video. Also, da fragt man sich, ob man zu viel Bier hatte, aber nee, das wackelt hier alles. Ja, mal gucken, wo es uns jetzt noch hintreibt. Bekommt das hier deutschen TÜV? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wie die Leute hier leben, ne? Das kann man sich nicht vorstellen. Das mal zu sehen ist so beeindruckend. Und ich nehme euch mit, wir nehmen euch mit auf dieser Reise. Und wie gesagt, lasst gerne einen Follow da. Danny, ja. Canguro. Mhm. Esto. Adelante. No, adelante. Adelante. Ahí. Bien. Ja. Dile. Adelante. Er sagt, du das vorne tragen wegen Ja, Diebstahl. ja, alles gut, alles gut. Gracias. Sí, Ja, por ja. seguridad, claro. Yo mirando para todos. Ok, amigo. Ja, mein Spanisch ist nicht so gut. Ich verstehe noch ein bisschen. Mein Bruder hat ein halbes Jahr in Venezuela gelebt, deswegen kann er das fließend. Und ja, ist ganz gut, den dabei zu haben. Wir reisen sehr viel um die Welt. Ja, klar. Quanto por quanto? 20? 20? So, jetzt kriegen wir hier noch ein Bier angetischt. 20. Ja, 20. Guckt euch mal die Größenverhältnisse an. Wie groß ist dieser Mensch? 1,50? Verrückt. So, wir setzen uns hier mal hin. Ich mache hier mal wieder einen Cut. Das dauert, glaube ich, wieder ein bisschen länger. So, wir sitzen hier immer noch. Keine Ahnung, wie viel Bier hier geflossen ist. Wir sind hier völlig versackt. Aber wir fahren gleich mit dem Vater und dem Sohn ein bisschen Piranha angeln. Sehr entspannte Atmosphäre hier. Die haben uns noch zum Essen eingeladen. Sehr freundlich, sehr freundlich. Mal schauen, wann es hier weitergeht. Ich weiß gar nicht, wie viele Liter hier heute geflossen sind. Mal gucken. Ich mache die Kamera wieder an, wenn wir zum Boot gehen. Wir sind hier völlig versackt. Völlig versackt. Er organisiert jetzt ein Boot und eine Angel und dann fahren wir einfach mal raus. Piranhas angeln. Die haben ja noch nie einen Ausländer gesehen. Die haben noch nie mit einem Ausländer gesprochen. Das ist unglaublich. So, wir laufen jetzt zum Boot. Das ist so verrückt hier. Die haben noch nie einen Ausländer gesehen und laden uns einfach ein. Das glaubst du gar nicht alles, was hier passiert in der Welt. Und es ist so warm. Und das alles hier steht sonst unter Wasser. So hoch wie die Pfeiler sind, so hoch steht sonst das Wasser. Wir haben jetzt hier Mitte November
Und ganz hoch steht das Wasser in der Regel, so im Januar hat er gesagt. Das ist natürlich dann nochmal ein anderes Bild, aber das ist so schon sehr beeindruckend und unvorstellbar, wie die Leute hier leben. Guckt euch das mal an. So eine Holzhütte hier, wie ihr seht, kostet ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wie viel Geld das ist für diese Menschen hier. War alle, wie gesagt, sehr freundlich. Also das hier ist eine einmalige Erfahrung. Ich bin hier ohne Erwartung hingegangen und plötzlich sitzen wir mit der Familie am Tisch und trinken ein Litro nach dem anderen. Das ist unglaublich. Das war also mein Frühstück heute. Das ist unbezahlbar. Das kriegt ihr nicht mit einem Guide, nichts. Wir sind hier einfach reingegangen. Und jetzt laufen wir plötzlich mit den beiden zum Boot und gehen angeln. Das ist authentisch. Nick, ¿todo bien? Todo fino. So, ich glaube, die wissen gerade nicht, wo wir genau längs gehen sollen. Ja, und die ganze Graffitis hier, die Bemalung hier mit der BLN 26, das ist alles Wahlwerbung für nächstes Jahr. Die wollen das Leben hier besser gestalten, aber wie so immer, wenn sie gewählt werden, passiert eh nichts. Ist ja einfach so. Er sagt ihn nach vorne, hier ist gefährlich. Digi, das ist überall gefährlich. Wenn der das so explizit sagt, dann halte ich mal da. Sonst denkt ich nehme nicht ernst. Er meint, das ist hier wirklich gefährlich. Tasche nach vorne. Machen wir einfach mal. Alter, ist das hier ein Matsch. Guck mal, hier werden Bananen verkauft, alles. Das ist so ein typischer Shop hier. So, wir kaufen jetzt hier ein paar Angelhaken. Deswegen sind wir hier. Kommt noch eine Schnur an den Stock. Und dann angeln wir einfach mal Piranhas. Habt ihr schon mal Piranhas geangelt? Schreibt es in die Kommentare. Lasst mir ein Follow da, wenn ihr mehr sehen wollt. Also ich glaube, das wird schon eine geile Erfahrung. ¿Para ti cuál es mejor? ¿Y cuánto está cada uno? Un sol. Ya. Un sol y 50. 50. O sea, compraremos. Eso es mejor, ¿no? Es muy fuerte. Ajá. Un sol. O sea, dos soles. Claro. Ya. ¿Y una ropa? Sol.
Ja, die verkaufen uns jetzt 2 Haken für 2 Zoll. Ich weiß den Wechselkurs nicht ganz genau. Ich glaube, das sind 50 Cent. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß es einfach nicht. Jetzt kaufen wir noch ein bisschen Schnur, wie gesagt. Trae la varita. ¿Para qué le pones esto ahí? Das ist das echte Leben hier. Das ist verrückt. Esteban, gracias de sol y 2 bizcochos. Con gorda muerto, ¿sí? Wow. Er knotet jetzt den Haken an die Schnur, dann an den Stock und dann gucken wir mal, was zu holen ist. Compañeros están, sí, estaban ahí. Petri Heil, sage ich nur. ¿Qué era? ¿Y un cuarto era? Ah, lo que él está. Estoy mirando el party, cabeceando. No, mijita. So, die erste Angel ist fertig hier. Ya están alle. Der Haken sitzt. Und mal gucken, was das Ganze bringt. Peru spielt gerade gegen Russland, Freundschaftsspiel. Was haben die hier für einen Bombenempfang? Und ich stehe hier mit meiner Angel. Están perdiendo, pero 1-0. Ich laufe mit meiner Angel und die Angel läuft mit mir. Das ist so verrückt hier. Das war alles gar nicht geplant und plötzlich passiert das. So, wir laufen jetzt zum Wasser. Der Hund macht da vorne sein Geschäft. Tja, so ist das Leben. Wir gehen hier einfach mal angeln mit den Boys. Ihr glaubt gar nicht, wie warm das ist. Also, nicht einmal unter der Dusche bin ich so nass. Das ist unglaublich. Es ist so unfassbar heiß hier. Diese Luftfeuchtigkeit. Ich erinnere mich. Hier waren wir doch gestern schon. Hier waren wir gestern schon am Bootanleger. Hier waren wir gestern schon. Mal gucken. Eigentlich wollte uns der Typ von gestern fahren. Der hatte eigentlich zugesagt. Wir hatten ihn gefragt. Aber wir haben ihm geschrieben, keine Antwort. Keine Ahnung. Aber es ergibt sich immer eine neue Möglichkeit. So Leute, das ist die Toilette hier. Ein Mann muss tun, was ein Mann tut. So, Hand aufs Herz. Wer hat sowas schon mal erlebt von euch? Schreibt in die Kommentare, wann und wo. Ich bin echt gespannt. So, wir sind wieder hier. Es kommt dem einen oder anderen vielleicht bekannt vor. Jetzt geht's los. Piranha! So, es muss noch getankt werden.
Osvaldo tankt. Der ist 12 Jahre alt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der ist 12 Jahre alt und der arbeitet. Der fährt uns jetzt hier 2 Stunden rum. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und bei uns beklagt man sich über die Arbeitszeiten, dass das doch gar kein lebenswertes Leben ist. Digga, fahrt mal hierher. Jetzt kann es endlich losgehen. Jetzt kann es losgehen. Jetzt haben wir alles. Wir haben Schnur, wir haben einen Stock, wir haben einen Haken, wir haben Blei und wir haben Sprit. Jetzt kann es losgehen. Ja, das sind die Toiletten da. Das sind so eine Gemeinschaftstoiletten. Das geht alles in den Fluss hier. Der ist so kontaminiert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hier ist ein Spot, hier soll man ganz gut angeln können. Hier angeln die Kinder schon. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Hier, da ist das Blei. Wir nehmen Brot zum Angeln. Mal gucken, ob das läuft. Mal gucken, ob das läuft. ¿Qué tipo es? Kleiner. Como una paña. Er hat Glück gehabt. Familia de la piraña. Er hat Glück gehabt. Denis, te lo pongo eso para una foto. Sí, sí. ¿Quieres? Después sí. Ah, Schon noch ein. él dice, sí, sí, no entiende. Ja. Sí, sí. Ja, doch, doch. Ahí está, ahí está. ¡Wow! ¡Oh, Lucas! Mira, otro, Lucas. Otro, ¿ah? Buen pescador. Buen pescador. Uy. Ein paar Fische haben wir gefangen. Sind keine richtigen Piranhas gewesen, aber eine ähnliche Art von Fisch. Ein Ableger davon. Hat Spaß gemacht, aber das ist so unglaublich heiß auf diesem Wasser. Das ist unglaublich. Das ist eine ganz eigene Welt hier. Heute Morgen wusste ich nicht, was der Tag mit sich bringt, aber es ist wieder eine Erfahrung mehr, ne? Unglaublich. Aber hier gibt es auch viele schlimme Sachen. Die Umweltverschmutzung, die Lebensumstände. Er hat mir vorhin gesagt, dass hier 16-jährige Mädels ihre Dienste anbieten für 15 €, um über die Runden zu kommen. Ja, das ist mal eine andere Kindheit. Das ist die andere Seite der Medaille. Und viel schlimmer sind die Leute, die das in Anspruch nehmen. Barrio de Belén ist wundervoll. Wenn ihr hier seid, kommt vorbei. Abends, nachts sehr gefährlich, aber die Leute sind so freundlich. Und hier sind wir wieder, am Ausgangspunkt. Also ich würde sagen, wir sind hier irgendwie falsch abgebogen. Okay, grüner Papagei. Ja, ich glaube, wir haben alles gemacht, wovon das Auswärtige Amt abrät. Ach du Scheiße.
du Kacke. Ach du Kacke. Alter, mein Schuh. Halb versunken im Schlamm. Gottverdammte Scheiße. Alter. Ist gefährlich hier, sagt er. Ist gefährlich hier, sagt er. Du musst die Tasche vorne tragen, sagt er. Ach du Gott. Ja, hola. Jo, voll. Entweder. Wir gehen hier mal hoch. Hola. Alter, meine Schuhe, gottverdammte Scheiße. Guckt euch das mal an, Jungs. Ah, fuck, ey. Ciao, Signor. Buona. Buona.